Okay. Pausigers. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play-Reihe. Guten Morgen. Hi. Zum Spiel A Story About My Uncle. Und wir gehen rein. Dad? Aren't you sleeping yet? It's time for bed, honey. Dad, I can't sleep. Can you tell me a bedtime story? All right. What do you want to hear? Something about an adventure. I think I know just the thing. When I was your age, my biggest dream was to follow my Uncle Fred on one of his adventures around the world. One day, he disappeared. Ja, da sind wir auch schon im Game. I stepped into the lobby of my uncle's house. It lay just across the hill from where I lived with my mother, your grandmother. She had tried to keep me from going, but I wanted to see if Fred was home yet from his latest adventure. Also das ist jetzt das Haus von dem Onkel, wo wir jetzt sozusagen als der jüngere Vater sind. My uncle used to send me postcards from his long journeys. Greetings from Nepal, Galapagos, Kilimanjaro, the Amazon River. This was the first time he had left without a word, without sending cards. Ich habe das Spiel schon ein bisschen angespielt. Also, ja, 10 Minuten habe ich gespielt. I had visited Uncle Fred's house countless of times, but in the locker, which usually was closed, I found something I hadn't seen before. It was an adventure suit. It resembled the one that Fred used, but smaller in size. Curiosity got the better of me, and I tried it on. It fit like it had been custom made for me. Ja, das ist sozusagen der Anzug für ihn extra gemacht. The most mysterious room of my uncle's house was the observatory. There he kept his newest experiments, and right now it held a pad used for disposing of garbage. Uncle Fred had warned me not to touch any of his things. But, as I said, I was a curious child. Da sind wir auch schon. I landed with a crash, but thanks to the suit I wasn't hurt. I had no idea where the pad had taken me, but back then I didn't care so much about where I was going, or how I would get home. Also es spielt jetzt nicht auf der Erde, oder? Ich denke schon, ich weiß es nicht. Also zumindest sieht es nicht so aus. Ja, es sieht nicht so aus, ne? The suit protected me from falls on the ground, but not in water. I couldn't swim with this thing on. Best be careful. Ach du Scheiße, das war knapp. Nee. Scheiße. Das ist doch was mit der Hand machen. Ja. Die Hand machen sich den Power I was sure that someone had been here before me. Someone had built these bridges and carved these symbols, but who? Where were they now? Und das sind solche Kasten, ich weiß immer noch nicht, was sie bringen, aber die stehen hier rum, überall eigentlich.
Warte. How did you know Fred had been there? Well, I found a small campsite where Fred must have slept before going further into the caves. I knew it was him because the place was littered with empty packages of his favorite hiking foods. Canned soups, tube food, and instant noodles. Tube food? That sounds gross. Oh well, it's not that bad. One winter, Uncle Fred and I went hiking into the mountains, and we were surprised by a blizzard. We were stuck in a small cabin for 2 days, and all we ate was tube food, and cold canned goulash as well. Your grandmother was worried sick, but I thought it was all very exciting. Ich schätze, dass unsere Aufgabe ist, einfach den Spuren von dem Onkel nachzugehen. The power core I found activated the suit's grappling device when I picked it up. It must have been left here by my uncle. Also das finde ich in dem Spiel übel nice, dass man sich einfach so ranziehen kann. Das ist übel geil. Aber das ja wiederum nur an bestimmten Stellen. Nee. Überall. Ja. Ja, das ist krass. Am Anfang dachte ich auch, dass es nur an bestimmten Stellen ist, aber das ist halt nur so, dass man halt Weiß wohin. Ja, genau. The grappling device left a sort of symbol everywhere I grappled. I noticed similar symbols already there in the cave, and I was getting more and more Oh certain nein. that this Fuck. place was where Fred had gone. Das ist halt auch so eine Hilfe, hätte ich gesagt. Nein! Oh. Aber wir müssen eh darüber. Als. Oh. Das ist absolut close. Jetzt. Ja, schaffst du es. Der ist da drauf und dann. Oh nein. Oh, Kannst du Scheiße. nicht einfach auf die Plattform dann nochmal einen Tag schießen? Ich kann nur einmal immer. Nur einmal. Oh, okay. Das sieht man an meiner Hand. Guck, jetzt ist nichts frei und jetzt ist 1. Also jetzt kannst du doch daran. Vielleicht sind es ja Speicherpunkte oder sowas. Wie gesagt, keine Ahnung, was für Kasten das sind. The adventure suit was fantastic. By combining a power leap with a grapple, I could fly long distances through the air at great speed. Ich mache da immer so einen Abdruck. Graffiti, oder? Aber warte, das ergibt doch dann eigentlich Sinn, dass er sozusagen die Abdrücke gemacht hat, oder?
Eigentlich ja schon. Eigentlich schon, gell? Wenn ich gerade so drüber nachdenke. Dass er sich immer in die Richtung gehangelt hat. Design. Was? Du musst einfach nur Gehalt halt drückt Habe ich gemacht, aber ja, als ich zu nah dran war, hat sich es auch wieder aufgelöst. Oder als ich dagegen geknallt bin. Sag Bescheid, wenn du irgendwo so einen Kasten siehst oder so. Okay. Die sind ja immer so versteckt. Ey! Oh. Schade. Oh mein Gott, das wird close. Och. Nein. Aber er hat lange nichts mehr gesagt. Oh, jetzt. Jetzt. Hallo? Ah, jetzt. Oh mein Gott. Ah, jetzt kannst du doppelt so auf diesen Haken machen. Ja. Hier gibt es bestimmt irgendwo einen. Es gab lang keinen mehr. Was? Also, Aber was ist es halt hinter dir? Das Rote dort oben. Oder eine Lampe. nur eine Lampe. Ich habe den Haken. Scheiße. Was machst du? Ja. Aber warum muss ich denn... Ach, ich kam von da. Jetzt bist du Hat hier nicht entlang. Sinn. Oh nein. Mann. Ich will das Scheiße. nicht in die Steine stoßen. Ja. Easy. Okay. Erstmal hier überall umschauen.
Da ist irgendwo dieses Teil. Woran hast du es gehört? Was? Hast du es gehört? Ja, man hört das Teil. Echt? Mhm. Did you ever see any of Fred's experiments yourself? Yes, I actually helped him collect samples for his research sometimes. To learn about them? That's right. We found all sorts of things. One time, we went to the forest and found a small pool of water that was full of eggs. Eggs? Were there chickens in the forest? No, not chicken eggs. These were small and jelly-like. Hundreds of them. Fred told me that they were frog eggs. He was in for a surprise though. Guess what happened? What? What happened? Well, we took some eggs back home, and one day, Fred woke up with bites all over his body. Turns out, it wasn't frog eggs after all. It was mosquito eggs. Ah, poor Fred. I know. He did find real frog eggs eventually. He told me that they were very, very special, but I don't know what happened to them. Okay, das war ein Fail. Mhm. Ätzend. Stimmt, hier noch einen zweiten. Scheiße. Mach nicht wieder von Nochmal hier. von hier. Gespielt, jetzt musst du aufpassen. Nix aufpassen, jo. These blue lights. Did Fred put them here? Or was somebody else here as well? Okay, an der Stelle, Boys and Girls, hätte ich jetzt gesagt, dass wir die erste Folge beenden. Ja, falls ihr wollt, dass wir noch weitere Parts machen, schreibt es natürlich in die Kommentare. Tschüss, Boys and Girls. Bye.